Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Kochrezept von mir und zwar zeige ich euch heute meine mediterrane Hackbällchenpfanne. Viel Spaß! Dafür brauchen wir Zwiebeln. Ich hatte hier jetzt 3 Stück, ihr könnt auch weniger nehmen. Dann mein Solo-Knoblauch, ich habe den ganzen genommen. Paprikagewürz, Semmelbrösel, mittelscharfen Senf. Dann habe ich hier einen italienischen Allrounder, also es ist ein Gewürz. Zur Alternative schreibe ich euch in der Infobox, was ihr noch nehmen könnt. Dann habe ich Cheddar-Käse, Tomatenmark, dann war das Rinderhackfleisch und zwar ein mageres. Dann noch eine Dose passierte Tomaten, dann Brühe, Öl zum Anbraten. Das hier sind diese Nudeln, die ausschauen wie Reis. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich schreibe es euch aber in die Infobox. Dann habe ich hier ein Ei, Salz, Pfeffer und frischen Basilikum. Los geht's. Zwiebeln, Knoblauch, schälen und fein hacken. Also das ist jetzt der Knoblauch und das andere waren die Zwiebeln. Den Basilikum, den habe ich gewaschen und den habe ich auch klein gehackt. Also ja, schneiden und hacken. Ihr könnt aber, also wenn ihr keinen frischen wollt, ihr könnt auch getrockneten nehmen. Aber glaubt mir, mit frischen schmeckt das viel, viel besser. Ja, dann habe ich meine Pfanne, eine kleinere Pfanne. Da wird jetzt nur die Zwiebel und der Knoblauch angebraten. Und zwar so, dass das alles schön, ja, glasig ist, sagt man doch dazu. Das Hackfleisch kommt in eine Schüssel. Da gebe ich jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch hinein. Und dann das Gewürz von meinem italienischen Allrounder. Dann der frische Basilikum. Das war jetzt das Paprikapulver. Dann Salz und Pfeffer noch dazu. Also im Grunde genommen sind es wie Fleischkegli. Könnt ihr auch nach eurer Art machen, also eigentlich egal, aber so mag es halt ich. Und ich finde, wenn immer wieder irgendwas Neues mit drin ist, ist das eigentlich ganz lecker. Ja, was für mich absolut nicht fehlen darf, ist der Senf. Und zwar habe ich da immer einen mittelscharfen Senf. Dann Semmelbrösel. Also die genaue Mengenangabe steht unten auch nochmal in der Infobox. Dann kommt das Ei dazu. Und jetzt darf geknetet werden. Ich habe hier erstmal versucht mit der Gabel, aber das war mir dann zu doof. Und dann habe ich dann doch mit meinen Händen so gegriffen und richtig schön durchgeknetet. Ja, wenn dann alles schön miteinander verbunden ist, sieht man hier ganz gut, dann machen wir jetzt kleine Hackbällchen. Und zwar, ich nehme meistens, was heißt meistens, ich nehme immer so einen Löffel, dann bekommt man so ungefähr die genaue Größe hin. Wer mag, kann es auch abwiegen, aber das finde ich jetzt halt nicht unbedingt nötig. Es langt wirklich, wenn man einen Esslöffel nimmt und immer so einen Esslöffel von dem Hackfleisch herausnimmt und dann zu Kugeln formt. Geht ganz einfach. Einfach im Handballen rollen. Ja, und das macht er dann mit dem ganzen Hackfleisch. Und so sah es aus. Bei mir waren es 21 Stück und es langt locker für 3 bis 4 Personen. Dann habe ich meine Pfanne hier. Hier ist jetzt ein Olivenöl drin. Und jetzt werden meine Hackbällchen von jeder Seite richtig gut, oder wie sagt man so, scharf angebraten. Wie kann man die am besten wenden? Am besten mit so einer Greifzange. Also ich finde die eigentlich total praktisch. Ja, und so sahen sie dann fast fertig aus. Sehe ich gerade, da hinten ist noch eins. Aber so sollen sie ausschauen. Dann gebe ich meine Zwiebeln dazu. Ach ja, übrigens von den Zwiebeln habe ich nicht alle hineingegeben, sondern ich habe noch ein paar aufgehoben für die Soße. Die habe ich hier mit drin. Dann kommt mein Tomatenmark dazu. Das wird kurz eingerührt. Und dann kommen die passierten Tomaten mit hinein. Das gieße ich immer mit Brühe auf, damit ich die Dose schön sauber mache und das kippe ich dann auch noch mit hinein. Habt ihr gesehen? Und dann die restliche Gemüsebrühe auch. Dann das Ganze kurz verrühren. Und jetzt würze ich meine Soße auch noch, weil nur Gemüsebrühe mag ich nicht. Und zwar kommt auch hier der italienische Allrounder mit dazu. Und ich hatte noch getrocknete italienische Kräuter.
Die habe ich da auch noch mit hineingeben. Und ihr könnt aber auch noch von dem Basilikum etwas dazugeben. Ja, und dann kommen diese, ich sage jetzt mal Reisnudeln. Also das sind Nudeln, die schauen aus wie Reis. Die kommen da jetzt mit hinein. Dann darauf achten, dass die Nudeln schön bedeckt sind mit Soße. Und dann darf das Ganze im Ofen, also den müsst ihr vorheizen auf 160 Grad Umluft für gute, ich würde mal sagen 15 Minuten war das drin, backen. Also im Ofen drin. Dann aus dem Ofen herausnehmen und man sieht schon, das Ganze wird dickflüssiger. Und die Nudeln waren auch schon durch. Also eben durch das, dass man die Nudeln dazu gibt, wird die Soße, ja ich sage jetzt mal sämig, dickflüssiger. Und jetzt wird das Ganze noch mit Käse überbacken. Und zwar gebe ich hier einen Cheddar-Käse, genau, einen Käse gebe ich drüber, einen Cheddar-Käse. Ihr könnt aber auch jeden anderen Käse nehmen, also es ist völlig egal. Es gibt kein Video, wo ich mich nicht verbabbel. Also nochmal Käse drauf, egal welchen. Ich hatte Cheddar-Käse gerieben. Und dann darf das Ganze nochmal für 10 Minuten in den Ofen schön überbacken lassen. Und dann sah das Ganze so aus. Und das riecht so lecker. Wirklich so nach Sommersonne, fruchtig, tomatig. Ach, einfach herrlich lecker. Ja, ihr könnt es dann noch mit frischem Basilikum verzieren. Ihr könnt aber auch noch zusätzlich Parmesan-Käse darüber streichen. Ja, das war jetzt das Rezept meiner mediterranen Hackbällchenpfanne. Im Grunde genommen ist es wie eine One-Pot-Pasta, bloß in einer Pfanne. Also bleibt sich eigentlich gleich. Alles in eine Pfanne rein und fertig ist es. Ja, hier ist es. Ich werde es probieren. Geht mega einfach, super schnell und ich glaube, das lieben groß und klein, alt und jung. Also das geht wirklich zu jeder Jahreszeit, egal ob heiß oder kalt oder Mittelding, keine Ahnung. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.